Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Heute bin ich in Bergen unterm Hochfein und ich gehe aber heute von da aus auf den Hochgern und zwar über das Sill-Eck. Auf geht's! Man kann das als Hüttentour gehen oder als richtige Bergtour. Einkehrmöglichkeiten gibt es da gerade nur. Aber ich gehe es heute als echte Bergtour. Das wird heute eine lange Tour mit guten 1000 Meter Höhenunterschied. Darum werde ich beim Runtergehen auf der Bischofsfallenalm einkehren. Oder auf der Hinteralm. Mal schauen. Wir kommen an der Materialseilbahn vom Hochfeinhaus vorbei. Man erklärt sich auch, warum da das Bier ein bisschen mehr kostet wie herunter. So eine Seilbahn muss ja unterhalten werden. So, wir kommen an unsere Gabelung rauf und gehen Tag rechts. Es geht in beide Fälle Richtung Vorderalm und Hinteralm und auch zur Bischofsfallenalm kann man noch mal rübergehen. Ich möchte aber heute übers Sill-Eck auf den Hochgern gehen. Und da bietet sich die Runden, zumindest laut Karten, gut dafür an. Es ist ein Teil von dem Salzalpensteig. Das Zeichen kennt man ja inzwischen. Ich lasse es mal gemütlich angehen. Ich bin mir sicher, heute wird es noch anstrengend. So, wir kommen zum Abzweiger. Da steht schon vor der Alm, Staudachalm Hochfein. Und da müssen wir natürlich links rauf. Wir sehen schon vorbei. Links am Köstelkopf und im Hintergrund, das müsste das Sill-Eck sein, wo ich heute mehr oder weniger vorbei oder eventuell auch kurz hinauf gehen möchte. Wir kommen schon an der Vorderalm vorbei, die unten angeschrieben war. Da vorne, da blitzt die Kampenwand durch. Schaut von der Seite auch ganz anders aus. Und vor der Alm, das heißt, da sind zwei. Habe ich daheim nicht so gesehen. Auf der Karte. Da stehen schon Schirm heraus. Also kann man auch bis daher einfach eine Hüttentour gehen, die ganz sicher auch für schlechtere Tage geeignet ist. Direkt neben der Vorderalm gingen wir in den Bredlsteig rein. Der führt uns rüber in Richtung Sill-Eck.
Na, jetzt können wir es uns aussuchen, ob wir lieber durchgehen oder drüber steigen. Ich merke gerade, ich bin zu weit rechts unterwegs und komme an der Prachtalm vorbei Ich habe aber gesehen, ich kann es da noch korrigieren. und kann an der Prachtalm oder ganz knapp danach Links raufgehen, dass ich wieder auf meine Strecke komme, so wie ich mir es vorgenommen habe. Das muss irgendwo an dem Bredelsteig noch mal weggegangen sein. Habe ich übersehen. wirklich unmittelbar an der Prachtalm oder Prachtalm geht es gleich links rauf und ganz knapp oberhalb vom Zaun geht der Steig rauf, mit dem ich wieder auf Kurs kommen muss. So, jetzt bin ich wieder auf Kurs. Da war ich also normal raufgekommen. Und da geht es für uns weiter. Richtung Silleck. Das ist auch ganz schön steil, wo wir da entlang gingen. Aber es ist ein guter, fester Steig. Wir sehen über auf dem Hochfein. Da muss ich sagen, ist die Tour deutlich ruhiger, was die Menschenmassen betrifft. Ja, das ist ein bisschen ein wilderer Steig darauf. Wahrscheinlich wird der halt auch nicht so oft gegangen. Heute ist ja gar keine Gradtour geplant. Aber wenn ich nicht hingehe, dann kommen sie zu mir, habe ich das Gefühl. Da geht es auch schon wieder rechts und links ganz schön runter. Und ich finde auch, dass der Weg auf einigermaßen trockenes Wetter angewiesen ist. Und wie man sieht, haben schon ein paar Mal Stellen dabei, die durchgesichert sind. Für was jetzt die Bohrhaken im Einzelnen kehren, weiß ich nicht ganz genau. Ja, das sind Freestyle-Markierungen. Und stippeln bin ich aber eigentlich, weil man wie immer unterm Aufsteigen eine Schang nicht vergessen darf. Von da haben wir eine gigantisch schöne Aussicht über den Chiemsee bis zur Kampenwand hinüber. Kleine blaue Punkte als Markierung. Na, immerhin.
So, wir kommen runter und ich sehe gerade, da links geht also ein Steigerl weg, aber wir müssen sofort rechts rüber. Da geht es zum Sill Eck weiter. Wir kommen am Sill Eco. Kleiner Abstecher vom Hochgern. Vom Sill Eck runter gehe ich natürlich sofort rechts, weil ich möchte über den Hochgern zur Bischofsfeinalm umgehen. Und wir steuern schon ganz gewaltig auf den Hochgern zu. So, wir kommen zum Hochgern rauf, beziehungsweise an den kleinen Gipfel daneben, wo die Kabine umsteht. So, dann schauen wir ein bisschen weiter zum Hochgern Gipfel über, zum Kreuz. Und dahinter geht es dann gar nicht so weit runter, wo wir dann links abbiegen zur Bischofsfeinalm runter. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, gleich hinterm Gipfel. So, jetzt kommen wir an die entscheidende Stelle runter. Da steht schon geschrieben, dass wir zur Bischofsfeinalm und zur Hinteralm runterkommen. Müssen wir auch fast wieder, weil sonst gehen wir in die falsche Richtung und nicht Richtung Parkplatz. Man kann da zur Jochbergalm rüber und zum Dampfschiff. Den Weg habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Aber jetzt geht es erst einmal ganz schön runter und dann kommen wir zur Bischofsfeinalm. Ja, wir gehen jetzt praktisch links neben dem Hausenpoint runter. Das ist übrigens für Skibergsteiger als Schutzgebiet ausgewiesen, wo man freiwillig darauf verzichten soll. Da geht es jetzt eben so einen Waldsteig runter und dann müssen wir schon bald
zur Bischofsfein-Alm gekommen. Wir kommen wieder mal zu einer Beschilderung. Und wir gehen natürlich, das steht da herumgeschrieben, links runter auf die Bischofsfein-Alm. Der Steig ist auch, naja, teilweise schon steil. Und ich bin ganz froh, dass das jetzt die eher südliche Seite ist. Er ist halt doch trockener als wie der Aufstieg, den ich ja über die Nordseiten gegangen bin. Da wo man also beim Runtergehen schon gescheit aufpassen müssen heute. Wir gehen schon auf die Bischofsfein-Alm zu. Ist auch schon ein bisschen was los. Genauso wie am Hochgernum. Waren natürlich auch ein Haufen Leute. Und am Sill-Eck genauso. Die haben halt heute dieselbe Runden geplant wie ich. Aber heute waren es überwiegend Einheimische. Was einmal ganz auffällig ist. Und alle gut drauf und gut aufgelegt. Dann stört auch die Menge einmal nicht so. Jetzt habe ich einen gescheiten Hunger. Ich will einkehren auf ein Speckbrot, ein Kasbrot, ja, ein halbes Bier. Und wenn ich wieder weitergehe, dann hole ich euch wieder dazu. Beim Essen kann man die Gleitschirme zuschauen. Heute haben sie gute Thermik. Ich gehe gerade wieder weg von der Bischofsfein-Alm. Und wir gehen jetzt weiter und kommen dann zur Interalm. Da weiß ich noch nicht, ob ich noch einkehre. Ich schätze einmal, zweimal einkehren braucht es auch nicht. Das ist eine Tour, da ist sogar der Abstieg noch schön. Wir sehen nur mal hinüber zum Hochfein. Da hast du schon Richtung Bergen runter. Und das, was man da sieht, müsste die Hinteralm sein. Da kommen wir jetzt dann noch vorbei. Der Steig runter hat auch ab und zu noch ein paar Steine drin. Da wo man so ein bisschen runtersteigen muss. Es ist jetzt wirklich nichts ganz Schwieriges dabei, aber ein bisschen aufpassen muss man natürlich wie immer. So, es steht schick nur dran. Vorderalm, Hinteralm und Hinteralm erreichen wir gleich. Ja, halt. Geht jetzt da oben Schiene. Da sind wir schon fast herunten. Wir kommen zur Hinteralm. Schaut auch ganz gemütlich aus. Und wenn jetzt ich nicht oben schon so einen Hunger gehabt hätte, dann war ich wahrscheinlich da eingekehrt. Naja, vielleicht anders mal. Ich gehe heute die Straßen runter, weil Steig habe ich heute schon viel genug gehabt. Schön ist da schon, gell? Das ist echt nicht zum Übersehen.
Es geht ganz gemütlich die Forststraße runter. Und was Natur betrifft, das ist da hinten schon gigantisch. Ich habe gerade noch was durch die Bäume gesehen. Das kenne ich auch noch nicht. Jetzt hört man es schon leicht. Da ist ein richtig schöner Wasserfall herin. Den zeige ich euch natürlich auch noch. So, wir sind wieder an der Stelle. Da waren wir heute in der Früh. Von unten rauf und dann aufgegangen sind. Also geht es ab jetzt nur noch gerade Richtung Parkplatz runter. Und dann war es wieder ein gigantisch schöner Tag. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.